So, wer kann sich noch erinnern an meine Geschichte mit meiner damaligen Mini 11 und meinem Problem, dass sie nicht mehr anging? Heute wiederholt sich das ganze Spiel. Ich würde mal ganz grob sagen, das ist jetzt ist das ein Jahr her? Das ist kein Jahr her. Normalerweise kannst du bei der GoPro hier oben einmal drücken, dann fängt sie die Aufnahme an und hier oben gibt das Display an. Wenn sie sich aufgehängt hat, dann drückst du diese Taste hier sehr lange und irgendwann ist da oben im Display die weiße Schrift wieder zu sehen und sie geht wieder an. Also irgendwann dann. Das kann ich jetzt immer so weiterdrücken. Ich habe das nämlich schon 100 Mal probiert. Die macht nichts mehr. Die hat jetzt genau das gleiche Problem wie auf unserer Ostseetour. Hier haben wir meine Powerbank. Die war auch die ganze Zeit mit der Powerbank verbunden. Um sicherzustellen, dass das auf jeden Fall passt, das Ladekabel, habe ich auch inzwischen den Audioadapter abgemacht und sie direkt angeschlossen. Man sieht auch, hier oben geht keine Lampe an. Die Powerbank hat aber Strom. Das ist ein bisschen schwer zu sehen bei der. Die hat hier oben so auf der Kamera noch schwierig zu sehen. Die hat auch 4 LEDs. Sie gibt auf jeden Fall Strom ab. Aber ihr seht keine Ladeleuchte und auch keine Reaktion. Schade, ich hatte die Hoffnung, dass ich mit der 11 Mini jetzt von dem Problem verschont bleibe. Aber auch die hat jetzt einfach den Geist aufgegeben. Das war's jetzt. Was ist zu machen? GoPro abmontieren, GoPro schön einpacken und ab zu GoPro senden. Und in 2-3 Wochen kriege ich eine neue. Ist natürlich ärgerlich, weil ich gerade am Filmen war. Ja, und wollte während der Fahrt eigentlich wieder ein Video starten und habe gemerkt, oh, sie macht nichts mehr. Und das, wie gesagt, du kannst auch nichts, also du kannst drücken, was du willst, da tut sich nichts mehr. So, da oben seht ihr, gibt es eine kleine LED. Und in dem Display ist eigentlich so ein weißer Schrift sehr deutlich zu sehen, dass sie angeht. Aber ich drücke jetzt mit Absicht richtig lange. Beide Tasten, nur eine Taste. Auf der Ostseetour haben wir also probiert, noch an einen Computer zu koppeln. Hier hinten kannst du nichts sehen, kann man sie eigentlich zusätzlich befestigen. Wie gesagt, Strom hätte sie, auch ohne Strom, mit Strom, sie geht einfach nicht mehr an. Ja, und wenn ich es nicht schon kennen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich nochmal 2 Stunden investieren, aber ich weiß jetzt, dass da passiert jetzt nichts mehr. Ich montiere sie jetzt ab, lege sie unten ins Helmfach und ja, schicke sie zu GoPro ein. Deswegen sehr, sehr toll. Was willst du machen? Ich bin froh, dass ich halt auf der, wo ich sie gekauft habe, habe ich sie 3 Jahre Garantie. Bin ich auch ganz froh drüber. Kurz bevor die 3 Jahre ablaufen, verkaufe ich sie wahrscheinlich und kaufe mir direkt wieder eine neue. Es gibt nämlich eigentlich für mich keine gute Alternative. Wäre dieser Fehler nicht. Und dass sie hin und wieder mal keinen Ton aufnimmt. Schade. Also das war bei mir kein Einzelfall damals, sondern es ist anscheinend ein Problem, was sich wiederholen kann. Also die Kamera hat jetzt auch bestimmt schon, also ich kann es nicht in Stunden sagen, wahrscheinlich also richtig viel. Die hat schon richtig viel gelaufen am Helm. Die hat schon einiges gefilmt jetzt in der Zeit. Sie sagt, Akku ist in Ordnung, ich habe keine Ahnung, was sie hat. Auf jeden Fall ist jetzt Ende. Ja, brauche ich auch gar nicht weiter zeigen. Also da ist wirklich finito. Ich montiere sie jetzt ab und wollte einfach mal zeigen, dass das ein Fall ist, der sich wiederholen kann. Und zum Glück habe ich Urlaub und brauche jetzt unbedingt keine Kamera. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich. In dem Fall, was soll ich noch sagen? Ciao.